Wir sind jetzt in Budapest angekommen. Ich habe mein Fahrrad jetzt in einem Apartment verstaut und dann lasst uns mal zusammen meine Lieblingsstadt angucken. Ich würde sagen, wir starten mal mit Simpla. Das ist da ist heute Sonntag und da ist Farmers Market. Wir sind angekommen. Also Simpla ist die älteste und auch die größte Ruin Bar in Budapest. Und die ist super verrückt. Das zeige ich jetzt mal gleich, was sie so cool macht. Waren früher alles mal Wohnungen und jetzt ist das nachts eine riesen Partyzentrale. Ja, Hunde sind leider nicht erlaubt, solange der Farmers Market da ist. Deshalb habe ich mir jetzt Essen geholt, den Vegan Burger und Mais und esse den jetzt hier draußen. Wir sind jetzt am Heldenplatz angekommen. Das ist auch Weltkulturdenkmal, UNESCO. Und der Platz ist 120 Jahre alt und er hat 4-mal seine Widmung geändert. Also es wurden teilweise Figuren ausgetauscht, weil sie halt nicht mehr gefallen haben. Und eigentlich wird er mittlerweile allen Helden gedacht, die fürs Vaterland gestorben sind. Jetzt sind wir bei einer der skurrilsten Sehenswürdigkeiten von Budapest angekommen. Ich kann den Namen leider nicht aussprechen. Und zwar diese Burg ist genauso zur gleichen Zeit entstanden wie der Heldenplatz. Also vor über 100 Jahren, 120 ungefähr. Und die sollte damals so die ungarischsten Stile vereinigen. Und es war eine Burg aus Pappe und aus Holz. Und die hat den Leuten dann so gut gefallen, dass sie dann wirklich zur richtigen Burg umgebaut wurde. Und da wurden die Elemente aus realen Burgen kopiert, die überall in Ungarn halt vorhanden waren. Also aus 21 verschiedenen Burgen besteht die Burg. Dann lasst sie uns mal von drin angucken. Hier sieht man relativ schnell die ganz verschiedenen zeitepochischen Stile. Vor allen Dingen hier hinten ist ein krasser Cut. Sieht alles ein bisschen zusammengewürfelt aus. Aber irgendwie echt cool. Ganz in der Nähe der Burg ist das Széchenyi-Bad. Ich kann das auch leider nicht aussprechen. Und das ist tatsächlich eines der größten Badekomplexe in ganz Europa. Budapest ist natürlich auch eine Kurstadt und die größte Kurstadt in ganz Europa mit 120 heiße Quellen in 21 Bädern. Wir sind jetzt in Vegan City. Hier gibt es ganz viele vegane Restaurants. Das ist ziemlich cool. Hier werden wir jetzt mal Mittagessen. Das sieht lecker aus. Veganer Burrito. Auch in Budapest gibt es überall Brunnen, wo man seine Wasserflasche auffüllen kann oder für Zuri was zu trinken findet. Wir sind jetzt bei der St. Stephan-Basilika angekommen. Das ist die größte Kirche in ganz Budapest. Und da haben 8500 Menschen Platz. Das ist echt riesig. Das sieht man auch, wenn man drumherum geht. Das machen wir gleich. Hier sieht man sie mal so ein bisschen von der Seite. Das ist schon echt hier ein Riesenschiff. Ja, und hier nochmal von der anderen Seite. Direkt neben der Basilika ist mein Lieblingseisladen und ich zeige euch jetzt mal, was den so cool macht. Auf der einen Seite sind es die Sorten. Es gibt super außergewöhnliche Sorten, zum Beispiel Avocado, Orange und auf der anderen Seite die Art. Sorry, draußen bleiben. So, und fertig ist das coolste Eis. Was ich tatsächlich auch an Budapest mag, ist die Restaurantkultur. Es gibt super viele individuelle Restaurants. Natürlich auch Ketten, aber sehr, sehr wenige Ketten. Die meisten sind wirklich so richtig cool eingerichtet. Dann haben hier so seinen eigenen Stil und haben auch sehr besonderes Essen. Also da findet echt jeder was für sich. Budapest im Dunkeln. Das ist die Kettenbrücke und das Buda Castle. Hier ist die Fischermannsbastei und Martinskirche, müsste das sein. Aber wir gehen jetzt zu meinem Lieblings, ich weiß gar nicht, wie man es nennt, Gegenstand. Ein Brunnen. Zeige ich euch jetzt gleich. Kommen wir zum Budapester Parlament.
Man sieht leider nicht so viel, weil es einfach zu riesig ist. Man muss das mal von allen Seiten betrachten. Das ist das größte Parlament Europas. Mittlerweile wird auch nur noch 1/3 benutzt, weil es einfach zu groß ist für alles. Es ist so krass. Innen drin ist es einfach alles vergoldet mit roten Teppichen und so. Also das ist schon richtig, richtig prunkvoll. Könnt ihr euch vorstellen, dass es in diesem Gebäude fast 700 Räume gibt. Wir laufen jetzt über die Kettenbrücke. Zuri ist an der Leine, weil es gerade eben mal wieder Feuerwerk gab und sie kam leicht in Panik ausgebrochen. Ja, also wir streuen jetzt schon eine Dreiviertelstunde durch die Gegend und versuchen für Zuri irgendwie einen Pipi oder einen Kackplatz zu finden. Und es ist echt super schwierig, weil hier gibt es überhaupt keine Grünflächen. Und wenn, dann sind es Parks, die eingezäunt sind, wo Hunde nicht rein dürfen. Und sonst ist es einfach, es gibt nichts Grünes hier in der Stadt. Das ist so krass und Zuri kann nur auf Gras und das ist jetzt echt ein Problem. Weil auch selbst alle Bäume, ich weiß nicht, ob man das sieht, aber es gibt einfach kein Grün. Ich wollte euch noch was Lustiges zeigen. Und zwar möchte Zuri immer da schlafen, wo ich schlafe. Was dieser Bereich bedeutet. Das ist aber eine richtig steile Treppe. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Da kommt man echt fast gar nicht hoch. Und Zuri kommt auch alleine nicht hoch. Das heißt, sie muss sie hochtragen. Aber sie schafft es mit Bravour runter. Komm, Zuri. Das ist schon echt erstaunlich. Komm. Sie da schon fast runterfliegt. Komm. Na komm. Na komm. Oh, was ist denn da los? Du bist doch immer alleine runtergekommen. Ein neuer Tag und heute besuchen wir die Buda-Seite. Was ich euch erst noch zeigen will, was ich ziemlich cool an Budapest finde, ist, dass man nämlich überall an Gebäuden vorbeiläuft, die eigentlich nichts Besonderes sind, aber super schön. Guckt euch das mal an. Kirche. Eigentlich ist es eher eine Höhlenkirche an. Hier sieht man noch eine Statue vom heiligen St. Stephan. Bei der Felsenkirche beginnt der Aufstieg der Freiheitsstatue. Wo sind wir jetzt? Die wurde zu Ehren der Soldaten im Zweiten Weltkrieg errichtet, die das Land befreit haben. Und es stand eine ungarische Krankenschwester-Modell. Und die kann von jedem Ort in der Stadt gesehen werden. In diesem Überblick sieht man tatsächlich auch das Problem von Zuri, einen Pipi-Platz zu finden, weil es gibt einfach kein Grün auf dieser Seite. Einfach alles zugebaut. Das ist auch ein ziemlich geiler Laden hier in Budapest. Es ist wie eine Kantine und alles ist vegan. Es gibt super leckeres Essen. Schau dich mal an, was ich für ein leckeres Essen habe. So, dieser geile Burger gibt es für unter 3 €. Das ist schon ziemlich fett. Dann habe ich hier noch Gemüse. Und Seitansteak. Hier ein Kuchen. Der auch echt nicht so teuer war, 1,50 € oder so. Der sieht aber echt lecker aus. Soll ich mal an, wie dick der ist. Kann man überhaupt nicht essen. Das ist schon krass. Schmeckt richtig. Blick vom Buda Castle. Also im Buda Castle, ich meine, das übrigt sich wahrscheinlich von selbst, aber hier haben natürlich die Könige gewohnt und mittlerweile ist es aber ein Museum. Zuri hat gerade ein Bad genommen und wurde gerade von Passanten rausgeholt, weil es sich selber nicht mehr geschafft hat. Habe ich gerade schon gefragt, wo sie war. Manchmal geht das schneller, als man denkt. Aber es ist auch echt warm. 36 Grad. Wie man schon sehen kann, ist die Buda-Seite deutlich gemütlicher und ruhiger als die Pester-Seite. Kommen wir zur Martinskirche. Hier wurden die ganzen Könige gekront.
Kommen wir zur Fischermannspastei. Eins der meistbesuchten Dinge, wenn man in Ungarn ist. Die wurde für die Fischermänner erbaut, die dafür zuständig waren, diesen Teil der Stadtmauer zu verteidigen. Wir haben eine neue Leckerheit für Zuri. Und zwar ist Budapest auch sehr bekannt für seine Baumstriezel. Und hier gibt es die sogar mit Eiscreme drin. Komm, Zuri. Ja. Das ist der Blick von der Brücke, die zur Margareteninsel führt. Hier hat man immer einen ganz guten Blick auf alle wichtigen Gebäude der Stadt. Da hinten ist sogar die Freiheitsstatue. Also die kann man wirklich von sehr, sehr vielen Orten sehen in der Stadt. Ups. Kommen wir zur Margareteninsel, einer der wenigen grünen Orte in Budapest. Es ist eine Insel, die genau in der Donau liegt, die halt sehr gut ist zur Erholung und wo auch ganz viele Leute immer hingehen, wenn sie sich entspannen wollen im Grünen. Yoga-Klassen. Es gibt in Pest auch ein Riesenrad in der Innenstadt. Ich hoffe, euch hat der kleine Einblick in Budapest gefallen. Also es ist wirklich meine Lieblingsstadt. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr zu sehen. Also es gibt das Museum. Da war ich letztes Mal auch drin. Es lohnt sich total. Es gibt natürlich noch eine Synagoge. Es gibt, lass mich überlegen, Höhlen. Die sind auch richtig, richtig geil. Es gibt natürlich die Oper. Man kann sich das Parlament auch von innen angucken. Also es gibt richtig, richtig viel zu erleben. Für mich geht es jetzt weiter. Ich bin gespannt, wie der Norden von Budapest aussieht. Ob der genauso siffig und dreckig ist wie der Süden, wenn man reinfährt. Also ich bin sehr, sehr gespannt, wie es aussieht. Und ja, freue mich jetzt auch wieder auf dem Rad zu sitzen nach ein paar Tagen Entspannung. Und Zuri auch.